So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game, und in diesem Abschnitt werden wir ein sogenanntes Wall Jump Pickup integrieren. Ich habe mich mal für so einen Armreif entschieden. Du kannst natürlich nehmen, was du magst, aber ich habe das genauso ausgegrenzt wie das Schwert oder den Säbel. Also man muss dieses Icon erstmal erreichen, damit man Zugang zu anderen Regionen innerhalb des Games gewährt bekommt. So, ich hole mir jetzt einfach mal mein Pickup mit dem Wall Jump, und dann immer wenn ich die Space-Taste drücke, dann wird mein Player automatisch sich in die andere Richtung drehen und hinüberspringen. So, ich kann sogar an diese Position, ich kann das sogar erreichen, und wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal anschaut, im Endeffekt, wir werden immer schneller, wir bremsen kurz und dann wird das Slide immer schneller und das Tempo mit der Z-Velocity erhöht sich, aber wir haben immer noch die Chance, rechtzeitig jetzt auf die Space-Taste zu drücken. So, das ist das, was dich in diesem Abschnitt erwartet, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. So, zuallererst wollen wir uns mal ein Wall Jump Pickup erstellen, und das machen wir über Content Blueprints, und dann haben wir hier unseren Pickup Folder, und wie üblich wollen wir ja so viele Casts wie möglich vermeiden, und deswegen öffnen wir mal erst unser BPI Pickup. So, an dieser Stelle benötigen wir eine neue Funktion mit Add. Es kann auch sein, dass es bei dir links drüben erscheint, also einfach auf Add gehen und dann auf Function, und die Function nennen wir einfach mal Wall Jump. So, das wird meine Wall Jump Function, und diese benötigt keine Input und keine Output Variable. Gut, dann gehen wir mal auf Compile und Save, und dementsprechend schließen wir schon mal unser BPI Pickup. So, das BPI Pickup ist ja bereits in unserem BP Third Person Character verankert, das heißt, diese Funktion Wall Jump steht jetzt automatisch zur Verfügung. Gut, darum kümmern wir uns dann gleich später. Jetzt wollte ich sowas Ähnliches haben wie mein Schwert, weil das ist irgendeine Zusatzfunktionalität, das es im Gameplay praktisch ermöglicht, weiterzukommen. Und jetzt werde ich nicht mehr von der Master ableiten in dem Sinne, sondern ich nehme jetzt einfach mal das Schwert Pickup, und das Ganze werde ich mit der rechten Maustaste einfach mal duplizieren, also auf Duplicate, und dann nennen wir das Ganze einfach mal, und zwar BP Pickup und dann Wall Jump und Underscore Child. So, per Doppelklick können wir das auch gleich öffnen. Das heißt, wir haben jetzt eine 1:1 Kopie von unserem Schwert Pickup oder Säbel Pickup. Und wenn du dich erinnern kannst, im Construction Script haben wir ja diese Up-Down verankert, und Move Up-Down wäre dann in unserem Parent, in unserer Masterklasse verankert, wo das Ganze dann auf und ab schwebt, und dementsprechend ist unser Up-Down defaultmäßig auf False gesetzt. Nur nochmal zur Erinnerung. Dann haben wir den Event Graphen an der Stelle. Wir haben hier drin unser OnComponent Begin Overlap Pickups 4, und da fragen wir einfach wieder ab Actor Hashtag Player und das Object Implement Interface BPI Pickup, und dann geht es hinter zu unserem Schwert. So, dann können wir uns von dem Schwert schon mal trennen, weil wir machen jetzt ein Wall Jump Pickup. Und das können wir natürlich auch schon gleich integrieren, machen wir es gleich weg. Das heißt, wir ziehen bei True raus und sagen einfach mal Wall Jump. So, da brauchen wir die BPI Pickup Wall Jump Message an dieser Stelle, und die können wir dann mit der Destroy Actor verbinden. Gut, der Other Actor von vorne kommt natürlich wieder ins Target, hier hinten bei unserem Wall Jump BPI Function, und dann gehen wir mal auf Compile und Save. So, jetzt haben wir natürlich immer noch ein Schwert mit drin. Ich würde sagen, wir lassen das hier oben, das sieht ja ganz schön aus mit dieser Magic, dieses Niagara-System, das würde ich jetzt einfach mal drin lassen, aber du kannst natürlich deine Pickups gestalten, wie du magst. Ich habe es jetzt hier unterhalb vom Player eingehängt, also von dem Player Third Mesh, und ich werde das jetzt erstmal in die Default Scene Root verschieben, sodass das alles in der gleichen Hierarchie ist. Gut, jetzt habe ich hier aus meinem Player Sword ein Skeleton Mesh, das siehst du ja hier drüben, Mesh, Skeleton Mesh, weil mein Schwert ja aus Bones besteht, und von dem werde ich mich jetzt einfach mal mit Entfernen trennen, und ich hätte hier gerne ein normales Static Mesh. So, dann auf Compile und Save, und dann gehen wir mal auf Add, und dann gehen wir auf Static Mesh, und dann schauen wir einfach mal unten hier Static Mesh als Komponent, und dann klinken wir die ganze Sache hier einfach mal so ein. So, das wird jetzt mein Static Mesh, und zwar mein Static Mesh für Wall Jump, und da machen wir jetzt einfach mal SM underscore Wall Jump zum Beispiel.
damit wir wissen, was damit gemeint ist. Das Symbol hier vorne zeigt ja sowieso an, dass es ein Static Mesh Komponent ist. Gut, dann gehen wir auf Compile und jetzt sollten wir uns irgendein Static Mesh natürlich heraussuchen, aus dem, was wir uns alles von Fab kostenlos heruntergeladen haben, oder falls du andere hast, kannst natürlich hier auch ein Skeleton verwenden, dann hättest du es nicht löschen müssen, sondern nur neu verbinden. Aber jetzt werde ich einfach mal nach Static Meshes Ausschau halten. Das heißt, ich gehe auf Content und dann gehe ich hier auf den Suchfilter und dann sage ich einfach mal Static Mesh und dann sollte mal alles so auftauchen, was ich so zur Verfügung habe. Gut, ich könnte hier meiner Piratin so eine Walljump-Mütze aufsetzen, einen Turban, wahrscheinlich ein bisschen komisch auf dem Hut. Schauen wir noch ein bisschen runter. Ich denke, wir haben ja schon so einen schönen Piratenhut, dass wir den nicht irgendwie noch kaputt machen mit so einer Optik. Du kannst natürlich alles implementieren, was du magst. Ich würde mich jetzt einfach mal ganz spontan für diesen Bengal 01A entscheiden. Sieht ja aus wie so ein schöner Armreif und der ermöglicht uns dann auch sichtbar visuell, dass wir im Besitz unseres Walljump Pickups sind. So, jetzt habe ich den schon mal vorselektiert, das ist sehr angenehm, dann muss ich mir den nachher nicht raussuchen, das heißt, ich selekte den vor, dann gehe ich hier rüber und dann habe ich hier SM Walljump und dann können wir hier drüben einfach mal einstellen unter Static Mesh einfach auf den Pfeil nach links und damit wäre die Geschichte auch schon da. So, die ist jetzt ein bisschen klein geraten, das bedeutet, ich schiebe es einfach mal spontan ein bisschen hoch und mache hier das Schloss sollte zu sein, dann sparen wir uns 3 Eingabemöglichkeiten, einfach die 5 und Tab und dann ist alles sauber zur Verfügung und alle 3 haben den Wert XYZ gleich 5. Gut, jetzt würde ich einfach meine Pickup-Sphäre ein wenig größer gestalten, das heißt wir gehen auf Size und jetzt muss ich mich noch ein wenig drehen, dass ich das auch schön erwische und jetzt mache ich die Pickup-Sphäre einfach auch mal ein bisschen größer und dann sollte das Ganze abgeriegelt sein. So, dann gehen wir einfach auf Compile, das heißt hier bleibt alles gleich, hier drüben das einzige, was wir verändert haben, ist, dass wir hier praktisch vom Sword, vom BPI auf Walljump gewechselt haben. So, gut, dann gehen wir einfach nochmal auf Compile und Save und dann dementsprechend schauen wir uns das Ganze auch mal an. Wir werden hier von Suchbegriff den Filter oben resetten, sodass wir wieder ganz normal unsere Content Folder sehen. Gut, dann gehen wir auf Blueprint, wir gehen auf Pickups und hier oben mache ich mal das Default auf On, dann bin ich bei meiner 500er Einheit und jetzt lege ich das einfach mal hier so hin. Schaue ich mir das mal näher an. Das liegt, man sieht es hier drüben, bei Y ist 500, sieht ganz gut aus, ist fast ein bisschen riesig. Gehen wir mal auf Play. Ja, sieht aus wie ein riesiges Gewinde. Vielleicht machen wir es einfach ein bisschen kleiner. Das heißt, ich gehe nochmal hier rein und gehe hier rein. Und dann werde ich das Ganze von 5 einfach mal reduzieren auf 3, also 3 Tab. Und dann sollte ich auch meine Pickup-Sphären natürlich ein bisschen weniger machen, also ich gehe hier auch ein Stück runter, sodass aber immer noch genug Platz ist zum Aufsammeln. So, dann schauen wir uns das gleich wieder an, das liegt ja jetzt hier ganz gut und ich würde sagen, so lassen wir es an der Stelle einfach mal und du kannst es natürlich dann so einstellen, wie du magst und wenn ich das jetzt aufsammle, dann habe ich das zumindest schon mal aufgesammelt, weil das Ganze wird destroyed. Gut, wir übergeben jetzt natürlich nichts übers BPI an unserem Third Person und das sollten wir natürlich jetzt auch vornehmen. Gut, dazu gehen wir auf Content und dann gehen wir auf Third Person, wir gehen auf Blueprint und dann öffnen wir unseren Third Person. Gut, jetzt werden wir mal unseren SM Static Mesh Bengal 01 oder wie er hieß auch so verankern, wie wir unser Skeleton Mesh Sword verankert haben, hier drüben unter Komponenten eingeklinkt unterhalb vom Mesh. Und das Ganze natürlich dann auch an einen Parent Socket, in dem Fall von meinem Schwert ist es Hand R. Und jetzt gehe ich hier einfach mal auf meinen Mesh, das selektiere ich vor. Dann habe ich später nicht so die Einklink-Hierarchiearbeit und dann gehe ich hier oben einfach mal auf Add und dann sage ich einfach nach Static Mesh. So, da haben wir hier unser Static Mesh, das werden wir hier gleich mal einklinken und dann benötigen wir an dieser Stelle natürlich noch unseren sogenannten Bengal. Gut, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir selektieren einfach vor, ich gehe hier nochmal drauf auf mein Pickup, dann nehme ich den SM Walljump und dann gehe ich hier auf die Lupe und dann bin ich auch schon da ist er auch schon selektiert, dann kann ich ganz bequem zurückgehen und dann unter Static Mesh hier links unter Components einfach auf den Pfeil hier drüben nach links und dadurch wäre das Ganze schon da. So, das ist der Viewport, wir sind wieder unterhalb vom Mesh, das heißt der Pivot vom Mesh befindet sich ja auch ebenfalls an der gleichen Stelle
Und jetzt müssen wir diesem einen Bone zuordnen oder einen sogenannten Parent Socket. Gut, ich würde es jetzt an der Stelle einfach mal an den linken Arm irgendwie rumlegen, weil rechts habe ich ja schon mein Schwert in der Hand. Wenn du dir was anderes ausgesucht hast, wie eine Halskrause oder andere Schuhe, also ganz up to you. Und in dem Fall würde ich sagen, das ist der Upper Arm, das ist der Lower Arm und das ist die Hand, das weiß ich auswendig. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf Suchen und dann gebe ich hier einfach mal ein Lower und dann kommt Lower Arm, glaube ich, heißt es genau, Lower Arm L. Und dann ist das Ganze schon mit diesem Unterarm zumindest teilweise verknüpft, aber es bewegt sich natürlich innerhalb der Animationen sauber mit. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Mesh und dann schalte ich hier drüben unter Advanced, das ist unter Animation Advanced, wenn es bei dir nicht aufgeklappt ist, schalten wir hier einfach mal Pros Animes ein. So, dann haben wir das Ganze da und jetzt müssen wir das einfach hinrutschen. So, jetzt müssen wir überlegen, wie rum ist es denn eigentlich, was machen wir, was haben wir vor? Ich drehe es jetzt einfach mal so rein, dann habe ich es schon mal so da und jetzt schiebe ich es einfach mal ein bisschen rüber und dann schaue ich mir das mal näher an. Die Frage ist, ob es zu groß ist oder nicht. Und jetzt müssen wir das einfach mal ein bisschen anordnen. So, dann können wir das Ganze schon mal so rumlegen. Das heißt, ich habe hier schon mal mein Armband einigermaßen rum und vielleicht sollte ich es wirklich ein bisschen kleiner machen. Ich habe hier drüben beim Static Mesh, habe ich ja hier den Scale, der steht momentan auf 1, also aufpassen, Vorhängeschloss zu, vielleicht eine 0.8 einfach zum Testen, sieht vielleicht auch nicht so verkehrt aus. Ich denke, das lasse ich jetzt so, du kannst es natürlich dann in aller Ruhe noch sauber hinrutschen und ich habe natürlich später auch noch Zeit dazu. Gut, dann gehe ich jetzt einfach wieder auf Mesh und klingt die Animation hier drüben unter Advanced wieder Pause Animes, mache ich jetzt ein False hinein, damit das Ganze wieder mit animiert wird. So, dann habe ich hier noch ein wunderschönes Armband. Ich weiß aber natürlich nicht, wie das aussieht, wenn sich der Ellbogen biegt. Ich würde fast sagen, ich schiebe es einfach noch ein bisschen nach unten, dass ich das irgendwie so mit drin habe. Das traue ich mir jetzt einfach, während die Animation läuft. Und vielleicht mache ich es auch wirklich noch ein bisschen kleiner, also vielleicht am Punkt 7, dass das Ganze dann auch sauber mitschwingt. So, dann habe ich das soweit so drin und jetzt sieht man auch, dass das hier hinten nicht mehr durchscheint. Das heißt, ich muss natürlich das Ganze auch wieder ein bisschen anpassen, so wie es sein soll. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen raus und dann dementsprechend, oh je, mit der Animation verschiebt er mir das gnadenlos, da komme ich natürlich gar nicht drum rum. Dann mache ich einfach nochmal das Pause Animes mit rein und jetzt ziehe ich das Ganze mal ein bisschen höher, sodass das Ganze da eingerahmt ist, ein bisschen rüber noch und schaue es mir von der anderen Seite an. Und ja, jetzt denke ich, bin ich halbwegs zufrieden und dann einfach nochmal dieses Pause Animes unter Mesh einfach mal raus. So, dann haben wir das auch schon rumhängen und jetzt können wir das Ganze einfach mal testen. Wir können das natürlich auch noch sagen, das ist unser Wall Jump, das sollten wir vielleicht auch machen, SM Wall Jump. Und dann dementsprechend schauen wir uns das mal an, weil wir haben jetzt dieses Mesh von Anfang an mit dabei. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf Play und wir sehen, ich habe da so einen wunderschönen Armreif. Du kannst natürlich auch mit dem Springarm noch auf eine andere Entfernung gehen. Wir sind ja aktuell bei 550. So, jetzt wenn ich springe, geht das alles mit hoch. Das sieht ja schon mal gut aus. Wenn ich crouche, dann halte ich es so nach vorne. Ist ja nur symbolisch, weil ich möchte es noch beim UI Main mit einklinken. Und zwar oben, wo der Countdown läuft. Da machen wir links den Walljump hin und rechts dann diese Gravity Tube, damit man diese Dinge auch benutzen kann. So, dann hätte ich das soweit schon mal fertig und dann gehen wir einfach mal bei Level auf File, Save All und dann wechseln wir zurück auf unseren BP Third Person Character. So, an der Stelle auf den Event-Graphen und jetzt suchen wir uns ein Plätzchen aus. Wir haben ja hier schon ein paar Geschichten, hier ist zum Beispiel mit Player Has Sword und an der Stelle werden wir einfach den Event uns mal mit integrieren. So, hier drüben links Interfaces. Das BPI von den Pickups ist bereits implementiert, sowie diverse andere schon. Und hier sehen wir natürlich, dass der Walljump ebenfalls schon funktioniert. So, rechte Maustaste Implement oder per Doppelklick wird das Ganze dann hier unten irgendwo hingeschmissen. Das heißt, wir ziehen uns das jetzt einfach mal ein bisschen nach oben, sodass wir zum Beispiel unterhalb von dem Player Has Sword stehen.
Gut, was müssen wir machen? Wir werden jetzt als allererstes dieses SM Voltjump hier drüben links unter Components erst einmal unsichtbar machen. So, wir geben ein Visibility und dann haben wir hier Rendering Visible is True, da machen wir einfach ein False draus. Dann sehen wir auch, dass es hier dementsprechend auch nicht mehr sichtbar ist. Und das machen wir ähnlich wie mit dem Schwert oder dem Säbel, dass wir das von Anfang an einfach auf Visible False setzen und dann blenden wir das Ganze einfach ein. Das heißt, wir ziehen es hier raus und dann sagen wir hier Set Visibility und dann dementsprechend wird diese Visibility auf True gesetzt. So, dann haben wir das schon mal mit drin. Das können wir dann auch gleich testen, aber zuvor möchte ich einfach noch eine Boolean mit abwickeln. Wir haben ja hier oben auch gesagt Password True und das möchte ich natürlich jetzt auch bei meinem Voltjump-Icon machen. Und dazu gehen wir hier unten einfach mal auf Variabel, wir gehen auf Plus und dann würde ich sagen, nehmen wir die Variable hasVoltjump. So, hasVoltjump wird sein vom Typ Boolean, kann man hier natürlich umstellen, aber ich denke, das ist mittlerweile alles klar. Und dann gehen wir auf Compile und Save. Und dann ziehen wir das Ganze raus, am besten über die Alt-Taste, dann kriegen wir gleich ein Set und dann können wir hier sagen, Voltjump ist True. So, dann machen wir hier ein Häkchen rein, defaultmäßig ist es ja immer auf False, das sehen wir dann auch hier drüben im Detail. Jetzt muss ich es nur noch mal komplett aufklappen. So, hier unten hasVoltjump ist False und hier setzen wir es auf True. So, das wäre jetzt schon mal die Geschichte und dann können wir sagen, machen wir mal einen Kommentar rum, also praktisch einfach mal selektieren, eine C-Taste für Comment und dann sagen wir einfach Player has Voltjump. So, das ist unsere Player has Voltjump Geschichte und da können wir natürlich dann auch wieder die Farbe verändern hier drüben. Wir gehen zum Beispiel auf die gleiche, aber ich habe es ja eh nicht so einheitlich gehalten. Gut, dann haben wir das schon mal so drin, also wir haben einen Voltjump mit implementiert und jetzt können wir uns das Ganze anschauen. Wir gehen auf Play und jetzt haben wir aktuell keinen Armreif und wenn wir jetzt hier drüber laufen, dann werden wir unseren Armreif haben. Gut, das funktioniert schon mal soweit und jetzt möchte ich das Ganze noch im UI verankern, bevor ich dann auf die eigentliche Voltjump-Programmierung übergehe. Und dazu gehen wir auf Content, wir gehen auf UI und hier drin befindet sich unsere UI Main. So, die klicken wir gleich mal doppelt und jetzt hätte ich gerne einfach hier so ein Icon für Voltjump und da drüben dann für die Graffiti Tube und jetzt mache ich mir einfach nicht so viel Arbeit, du kannst natürlich auch andere Symbole verwenden. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier einfach mal dieses Image hier oben, Image Speed und dann mache ich einfach Steuerung und D für Duplicate. Das heißt bei mir jetzt Image Voltjump und das schiebe ich jetzt einfach der Ordnung halber ganz nach unten. So, dann habe ich es hier und man sieht auch, der Anker ist oben links und dann ziehe ich das Ganze hier einfach mal rein und das wäre jetzt mein Voltjump Image. So, an dieser Stelle möchte ich natürlich ein anderes Bild verwenden. Ich habe hier blau, orange und grün und wenn wir das jetzt hier selektiert haben, können wir hier drüben unter Appearance Brush Image einfach mal auf diese Lupe gehen und dann haben wir hier auch noch ein paar andere Bilder zur Auswahl. So, also wir haben blau, wir haben orange und wir haben grün sozusagen. Und blau, orange, grün und dann suchen wir uns jetzt etwas anderes aus für Voltjump. Ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel dieses lila, egal wie, passt nicht zusammen, ich habe nichts anderes da, ich habe ja diese Kirosho Icons da mit von Fab kostenlos runtergeladen. So, ich nehme jetzt einfach mal das symbolisiert jetzt einfach meinen Voltjump an dieser Stelle und dann gehe ich rüber, selektiert, wir gehen auf die UI Main und dann klicken wir lediglich noch den Pfeil nach links und dann sind wir schon drin. So, jetzt ist es mir noch ein wenig zu groß, das bedeutet, wir gehen hier drüben, wir haben ja hier eine Size, die steht aktuell auf 85, 33 und Y auch und da gehe ich jetzt einfach mal runter, zum Beispiel auf 60 und 60 und dann ist mir das fast immer noch zu groß, dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf 50 und 50 und so um den Dreh lasse ich es jetzt stehen. Gut, ich lasse es an der Stelle, jetzt muss ich den Anker natürlich von links oben noch setzen, hier drüben unter Anchors, das mache ich auch wie die ganze Power und Health Bar oben mittig. So, dann haben wir das schon drin und jetzt wollen wir das Ganze natürlich zu Beginn auf Invisible schalten, also auf Hidden heißt es hier im Widget, das heißt wir gehen hier oben einfach mal auf Visibility
und da gibt es die Behavior und da ist ein Enum drin bei der Widget-Geschichte und da schalten wir einfach auf Hidden. So, dann sind wir zu Beginn auf Hidden, dann können wir auf Compile und Save gehen und wenn wir uns das Ganze einfach mal anschauen, dann werden wir sehen, dass das nicht eingeblendet ist. So, dann zurück auf unseren BP Third Person Character und hier an dieser Stelle werden wir das Ganze auf True setzen. Ich würde sagen, lassen wir den Boolean nach hinten und jetzt benötigen wir natürlich noch unser UI Main. So, ich schaue hier drüben, wir haben hier ein UI Speed Boost und ein UI Gravity Boost und ein UI Slow Motion Ref, aber wir haben die UI Main nur created, aber nicht als Variable promoted. So, jetzt würde ich gleich mal sagen, machen wir hier noch ein paar Aufräumarbeiten. Das heißt, wir selektieren uns mal UI Speed Boost Ref an und hier drüben können wir dann unter Category können wir uns dann eine aussuchen. Das heißt, wir legen eine neue an in dem Fall und die nennt sich einfach mal UI. So, dann ist das schon mal drin und die anderen beiden, also Gravity, ziehe ich gleich mal mit rein in diese UI-Geschichte. Gut, und wenn wir schon dabei sind, die R-Tagging kommt unter General, das ist ja keine Setup-Variable und dann haben wir noch den Hit-Actor, den würde ich auch unter General legen und dementsprechend haben wir noch den R-Tag-Count, der ist auch nicht Public, das heißt das Auge ist auch zu, das ist auch General und Lock-Jumpback können wir auch unter General legen und last but not least, das heißt Walljump ebenfalls unter General. So, dann sind wir hier schon ein bisschen sauberer und wieder aufgeräumt. Hier haben wir unsere UI-Geschichten jetzt schon auch in einem eigenen UI-Kategorie-Folder und dementsprechend schauen wir uns nochmal an, wo wir das Ganze erzeugen mit Create und das war ganz oben bei Event Begin Play. Das haben wir hier. Und wenn wir da ein bisschen nach hinten gehen, dann haben wir hier Create UI Main Widget und das wird aktuell nur Add to Viewport. Gut, dann werden wir an dieser Stelle bei der Return Value einfach mal die rechte Maustaste drücken, Promote to Variable und dann ist das Ganze schon mal zumindest vorrätig. So, dann müssen wir das Ganze hier erstmal verbinden wieder, sodass das praktisch mitgenommen wird und jetzt werden wir uns mit der Alt-Taste, linke Maustaste von der Verbindung trennen. So, dann können wir direkt aus der Set-Variable hier rein in den Viewport. Ich gehe zwischenzeitlich mal auf Compile und dann nennen wir hier unten einfach diese Newbar um in UI underscore und dann Main und dann Ref. So, das wird unsere UI Main Ref und die schieben wir gleich in unsere Kategorie UI. So, dann ist das alles schon mal sauber aufgeräumt und dann gehen wir auf Compile und jetzt steht uns die ganze Geschichte hier unten natürlich zur Verfügung. Das heißt, wir gehen wieder runter zu unserem Event Walljump. Gut, dann werden wir die UI Main einfach mal rausziehen. Die kommt jetzt mal hier hin mit Get und jetzt nochmal zur Veranschaulichung. Wir haben es ja genannt IMG Walljump oder je nachdem wie du sie genannt hast und dann kann ich hier rausziehen und dann sage ich einfach Get und zwar IMG Walljump, das müsste eigentlich gehen, ich habe einen Schreibfehler drin, IMG Walljump und wenn wir das dann haben, dann können wir an der Stelle sagen Set Visibility und zwar vom Widget, Set Visibility Widget, das kommt dann hier hin und dann können wir das Ganze hier nochmal bequem miteinander verbinden. So, jetzt werde ich das Ganze ein bisschen rüberziehen, dass man das auch besser lesen kann und hier haben wir schon defaultmäßig Visible stehen, das heißt Invisibility ist Visible. So, und jetzt können wir das Ganze auch gleich testen. Wir gehen auf Compile und Save, gehen zurück auf den Level und dann gehen wir auf Play und wir sehen, wir haben kein Armband und jetzt, wenn ich es aufsammle, dann habe ich mein Armband. Gut, wer es ein bisschen näher haben mag, wie gesagt, BP Third Person, einfach mal auf den Camera Boom gehen hier drüben und dann hier einfach mal einstellen 350 statt 550 und dann auf Compile und dann dementsprechend sind wir auch schon näher dran und sehen das Ganze auch deutlicher. So, dann haben wir jetzt hier unser Armband für unseren Walljump, ein bisschen unsinnig, aber ist ja alles symbolisch, weil du bist ja frei mit dem, wie du dein Side-Scroller gestalten möchtest. So, dann haben wir das schon mal soweit drin und dann werden wir jetzt einfach mal weitermachen mit der eigentlichen Walljump-Programmierung. Und dazu trenne ich mich erstmal von meinem UI Main Tab und meinem Pickup Walljump
Und dementsprechend benötigen wir jetzt wieder unseren BP Third Person Character. So, wir setzen ja aktuell schon mal diesen Wall Jump Visible, das heißt mein Armband wird eingeblendet und wir blenden es in unserem UI Main ein. So, an dieser Stelle komme ich um einen Event-Tick nicht herum, weil ich diese Sachen dann, falls ich in der Luft bin, tracen muss, sonst würde das Ganze nicht wirklich sauber funktionieren. So, jetzt können wir uns wieder ein freies Plätzchen suchen. Das wird auch noch ein bisschen was zu programmieren sein. Ich finde, aufräumen kannst du immer. Jetzt schauen wir mal, wo einfach diese Jump-Geschichten stecken. Hier ist zum Beispiel die Enhanced Input Action IA Jump integriert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal irgendwo daneben hin. Das macht Sinn. Also das ist ja unser M-Button, um zwischen 2.5D und 3D zu switchen, den wir ja später sowieso nicht mehr haben wollen. Ich schiebe den jetzt einfach mal so nach oben hier so rein, weil To-Do, Delete, das werden wir gleich mal einfach mal einrahmen, Comment drauf und dann dementsprechend ein To-Do, Delete. Das, glaube ich, macht Sinn, dann vergessen wir es später nicht. To-Do, Delete. So, außer natürlich kannst du es auch für Debug-Zwecke behalten. So, dann haben wir das auch schon mal mit drin und jetzt suchen wir uns einfach nochmal diese Jump-Geschichte, die ist hier unten und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit einem Event-Tick. So, rechte Maustaste, wir haben noch keinen drin in unserem BP Third Person, einfach mal Event-Tick eingeben und dann dementsprechend haben wir hier auch den Event-Tick. So, und jetzt geht es ja darum, wir haben ja hier unten jetzt unsere Variable definiert, die heißt hasWallJump und die benötigen wir natürlich jetzt hier oben an erster Stelle, weil wenn ich kein WallJump-Icon habe, dann brauche ich auch keinen WallJump ausführen können und dazu B auf der Tastatur, B auf dem Keyboard, linke Maustaste und dann haben wir hier eine Branch. Und jetzt schieben wir uns einfach mal unsere Geschichte rein. Ich habe sie gerade in General in die Kategorie gesteckt und dann habe ich hier mein hasWallJump. So, das ist ziemlich spät entstanden. Das ist hier ein bisschen unselektiert, nicht alphabetisch geordnet, aber jetzt können wir das Ganze einfach mal reinziehen. So, wenn wir den WallJump haben, das heißt wir sind true, dann geht es darum, wenn wir die ganzen Trace machen und so weiter, da müssen wir in dem Zustand sein, is falling und den bekommen wir hier drüben unter Components, hier Character Movement einfach mal rausziehen, dann hier raus und wie du dich erinnern kannst, is falling ist ein fester Befehl davon. So, Movement is falling und wenn das Movement falling true ist, das heißt praktisch ich schiebe hier auch nochmal raus und sage dann dementsprechend Branch und damit habe ich jetzt praktisch zum einen, dass ich WallJump ausführen darf und zum anderen, ob ich mich aktuell in der Luft befinde. So, wenn ich so weit bin, dann möchte ich eine Funktion aufrufen oder ein Custom-Event in diesem Fall und dazu gehen wir einfach mal rein, rechte Maustaste und dann geben wir ein Custom Event, Add Custom Event und den nennen wir einfach mal WallSlide. Das, glaube ich, passt sehr gut. Wir gleiten an der Wall entlang und wenn der Player dann nochmal praktisch die Space-Taste für Jump drückt, dann soll das Ganze einfach mal wechseln. So, in der WallSlide werden wir dann das Tempo der Z-Velocity von der Gravity verlangsamen und zwar werden wir das sozusagen mit einem sogenannten Interpolate erledigen und dazu werden wir praktisch auch den Tick benötigen von unserem, wie soll man sagen, von unserem Event-Tick. Wir haben ja hier drin die Delta Seconds mit integriert. Und jetzt können wir bei der WallSlide einfach mal selektieren. Wir gehen hier nach rechts unter Inputs und da machen wir einfach mal ein Plus rein und dann dementsprechend nennen wir das Ganze einfach mal Delta Sec. So, das wären unsere Delta Seconds und die sind vom Typ Float und zwar, das gibt unser Event-Tick sowieso schon vor. So, wenn wir das so aufhaben, dann können wir das Ganze auch mal wieder rüberziehen. Hier haben wir jetzt die Delta Seconds und hier haben wir unsere sogenannten Custom Event WallSlide. So, wenn das hier alles true ist, wir haben hasWallJump, Character Movement is falling, dann wollen wir diesen Custom Event auch mal aufrufen. Das heißt, wir ziehen raus und geben ein WallSlide. Call Function WallSlide und wie man sich schon denken kann, hier können wir die Delta Sec mit den Delta Sec von unserem Tick verbinden. So, dann ist das Ganze schon mal übergeben und dann würde es sozusagen hier in unserem Custom Event hier drüben dann aufgerufen und abfragbar sein.
Gut, an dieser Stelle hier, ich schiebe es einfach mal ein bisschen hoch, dass ich ein bisschen Platz habe, und da benötigen wir jetzt einfach einen Line Trace by Channel. Das heißt, wir ziehen hier raus und dann suchen wir nach Line Trace, und zwar Line Trace by Channel, also nicht Multiline, den ganz normalen Standard Line Trace by Channel. So, dieser beinhaltet aktuell einen Start- und einen Endpunkt, und der Trace Channel Visibility, das ist bei unserem Player sowieso hinterlegt, und der Startpunkt ist einfach unser Player selber, also meine Piratin, und das bekomme ich ganz einfach über Get Actor Location. So, das ist mein Startpunkt, das ist der Pivot, ja, der ganz unten ist, wenn du dich erinnern kannst, wir haben hier unser Mesh und das ist der Pivot, dieser hier. Und da wollen wir jetzt ein kleines Stückchen nach vorne gehen, das bedeutet, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob wir das in die Mitte nach oben ausrichten, aber wir können das Ganze so lassen. Und jetzt werden wir einfach noch suchen unseren Forward-Vektor, den bekommen wir einfach mit Get Actor Forward Vektor, und da haben wir noch schon, und diese Vektoren, diese Forward und so weiter, diese Right-Vektoren und Up-Vektoren, das sind sogenannte Einheitsvektoren, das weißt du ja sicher schon, die haben einfach die Einheit 1. So, jetzt haben wir hier 1, 1 nützt uns nichts, das heißt, wir multiplizieren das mit einem Float, wir ziehen raus, machen einen Multiply, und dementsprechend werden wir das Ganze rechte Maustaste to Float Single Precision umwandeln, und ich gebe hier ein, ich habe das schon mal getestet, ich gebe hier mal die 38 ein, meine Capsule selber ist an der Stelle, ja, wenn ich mal nachschaue, wo ist denn meine Capsule Component, die hat 35 im Radius, und ich bin ein bisschen mehr wie der Radius, also ich bin bei 38 aktuell, und das mache ich aus dem Grund, da kann man sich annähern, weil es da funktioniert dann A nicht gut oder zu früh, und da war es einigermaßen optimal, also praktisch Radius plus 3. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich zur aktuellen Actor Location hinzuaddieren, weil sonst sind wir irgendwo Forward mal 38. Das heißt, wir ziehen hier raus, wir machen hier ein Plus, ein Add, und das Ganze verknüpfen wir hier mit unserem Forward-Vektor multipliziert mit 38. So, das wird jetzt aktuell unser Endpunkt, und dementsprechend haben wir das Ganze dann schon mal getraced. So, und wie üblich, hier ziehen wir mal raus und machen einen Branch und schauen nach, ob es überhaupt einen Hit gibt. Und wenn die Return Value sozusagen false ist, dann brauchen wir gar nicht weiter prüfen. Gut, dann würde ich sagen, um die 38 in einem Multiplikator machen wir ein C drüber, und da sagen wir einfach mal to do, und zwar Fine Tuning. So, to do Fine Tuning, falls notwendig, das lassen wir mal so stehen, dann vergessen wir nicht, wo es war. Und jetzt geht's los, Out-Hit. Wir werden hier kein Split-Struct-Pin machen, sondern wie üblich, wir ziehen hier raus mit Break-Hit-Result. So, das wird unser Break-Hit-Result, hat den Vorteil, dass wir das Ganze schöner positionieren und schieben können. So, wir arbeiten ja wie üblich ohne Cast, und deswegen haben wir hier natürlich auch einen Hit-Actor, und da fragen wir jetzt einfach mal nach, Actor has Tag. Wir haben natürlich noch keinen Actor vorrätig, aber wir implementieren das schon mal, und wir sagen den Tag, den nennen wir einfach mal Walljump. So, wenn unser Hit-Actor von dem Trace Walljump als Tag hat, so, dann benötigen wir natürlich gleich hier oben wieder einen Branch, und wenn das Ganze natürlich True ist, dann können wir praktisch noch was erlauben. Das heißt, wir haben ja unten unsere Jump-Geschichte auf die Spacebar, und da müssen wir dann auch unterscheiden, ob das ein normaler Jump ist oder ein Walljump, und das bedeutet, hier brauchen wir noch eine Variable. Das heißt, links unter Variables bitte auf Plus, und dann dementsprechend nennen wir es einfach mal is Wall Sliding. So, das ist wichtig, weil wenn wir einen Trace haben, dann können wir sagen, ob wir Wall Sliding True oder False sind, und dementsprechend werden wir dann nach dieser Branch einfach die is Wall Sliding sozusagen setzen, und dann würde das Ganze praktisch True sein. So, wenn wir nicht True sind, sind wir natürlich False, das heißt selektieren, Steuerung Taste und D für Duplicate, und dann sagen wir bei False is Wall Sliding is False. So, und wenn wir natürlich auch keinen Hit haben von unserem Trace, von unserem Line Trace, wenn das False ist, dann ist Wall Sliding automatisch auch wieder False. So, hier oben True, hier unten False,
Und dann müssen wir praktisch schauen, wir haben die Impact Normal, wie wir auftreffen. Das bedeutet praktisch, wenn unsere senkrechte Wand praktisch dann einen 90-Grad-Vektor zurückwirft, also eigentlich praktisch wir schießen direkt drauf im 90 Grad und dann werden wir von dieser Impact Normal ausgehen und dann versuchen wir dadurch die X-Vektor-Geschichte, die Rotation vom X-Vektor einfach mal auszurechnen. So, weil es kann ja links stehen oder rechts stehen oder vor uns oder hinter uns und das wissen wir natürlich nicht, sind wir im 2D- oder 3D-Modus unterwegs und deswegen gehen wir hier einfach mal raus und sagen einfach Rotation from und in dem Fall Rotation from X-Vektor. So, die müssen wir uns jetzt suchen. Rotation from X-Vektor, da haben wir die Konversation, die Conversation und dann dementsprechend die Return Value einfach mal aufbrechen mit Split Struct Pin. Was uns interessiert, ist sozusagen die Z-Geschichte, weil wir wollen unseren Player immer im Jump um 180 Grad drehen. Das heißt, hier kriegen wir den Ausgangspunkt aus der Impact Normal und das Einzige, was wir hier an der Stelle manipulieren müssen, wäre die Z-Geschichte. Und da ziehen wir hier raus, machen ein Plus mit Add und da geben wir einfach mal ein 180, damit wir eine saubere Drehung haben. So, okay, dann haben wir das schon mal ausgerechnet, also Impact Normal, Rotation from X-Vector, wir benutzen die Z, die Char-Geschichte mit plus 180 Grad und dann kann man sich schon denken, brauchen wir eine Z-Actor Rotation. So, dann haben wir eine Z-Actor Rotation an dieser Stelle und was benötigen wir da? Wir werden das Ganze aufsplitten, den Rotator, das heißt praktisch rechte Maustaste, Split Struct Pin und dann wird hier lediglich aktuell nur die Z-Geschichte implementiert. Der Rest bleibt auf 0, wie es ist, da haben wir nichts zu tun, das bleibt eh immer auf 0 an der Stelle und dann haben wir das Ganze schon mal implementiert. Gut, dann benötigen wir natürlich noch diese Interpolation-Geschichte. Ich möchte praktisch die Speed drosseln, die Fallgeschwindigkeit drosseln, sodass man auch die Gelegenheit hat, noch rechtzeitig die Jump-Taste zu drücken, um dann auch in so einer Art Zeitlupe von der Wand abzuspringen. Und das kriegen wir über die Velocity raus. Also wir holen uns die, wir interpolieren und dann setzen wir die wieder neu. Und die Velocity ist ja bekannterweise im Character Movement verankert, das heißt wir ziehen uns das mal raus und dann sagen wir hier einfach mal Get Velocity, dann haben wir die bestimmt hier unten Velocity, Get Velocity, da ist sie auch und dann dementsprechend, was möchte ich tun? Ich möchte die Velocity wieder neu setzen danach, das heißt ich ziehe gleich raus, Set Velocity und dann können wir die auch wieder setzen. So, an dieser Stelle verbinden wir die zwei Geschichten jetzt und jetzt müssen wir das Ganze nur noch sauber irgendwie interpolieren. Das heißt, ich ziehe das mal hoch, dass es vielleicht besser verständlich ist und jetzt ziehe ich raus und dann habe ich natürlich hier Vektoren. Das heißt, ich brauche ein V, Interpolate und zwar nicht to, sondern wir nehmen die Konstante her und das, wie es der Name hier schon sagt, tries to reach target at a constant rate und das werden wir einfach mal so lassen. So, wir wollen jetzt einfach Current und Target, ich lasse Target einfach mal auf 0 und die Interpolation Speed selber wird ganz einfach mal sein 2000, du weißt ja, alles was kleiner ist als 1 verlangsamt das Ganze und das andere hier oben macht es dann immer schneller. Das heißt, wir interpolieren hier einfach auf Tempo, das heißt am Anfang werden wir langsam runtergleiten und dann werden wir immer schneller werden und wenn es der Player dann versäumt, ist er irgendwann mal selber schuld. So, und dann gehen wir hier rein in die Set Velocity und jetzt benötigen wir natürlich noch unsere Delta Time, die haben wir ja nicht umsonst übernommen. Das heißt, ich ziehe hier raus und dann gehe ich hier rüber, dann habe ich hier meine Delta Sec und die Delta Sec, die kommen hier einfach in diese Geschichte rein. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter, jetzt habe ich mich verschaut. Hier ist die Delta Time und das Ganze kommt dann von hier drüben hier rein und da können wir auch noch so eine Reroute Node mit implementieren und dann haben wir das Ganze schon ein wenig sauberer da. So, gut, das war es jetzt erstmal soweit.
Also wir tracen gerade und sliden an der gegenüberliegenden Wand herunter und jetzt benötigen wir an der Stelle natürlich noch eine Funktion, der eigentliche Wall Jump, also das heißt, wenn wir Jump drücken, die Space-Taste an der gegenüberliegenden Wand in diesem langsam zu schnell Slide-Modus, dann wollen wir den eigentlichen Sprung vornehmen. Und dazu benötigen wir wiederum einen Custom Event, das heißt, wir machen hier mal rechte Maustaste und geben ein Custom Event, Add Custom Event und den nennen wir jetzt einfach mal Wall Jump, aber ich glaube, Wall Jump heißt ja eigentlich schon unsere Funktion im BPI, deswegen nenne ich es jetzt einfach Wall Jump Event, damit da keine Überschneidungen sind zwischen meinem Custom Event und meinem BPI Function Wall Jump. So, das wird mein Wall Jump Event, können wir auch so nennen, wie wir wollen jetzt. Und da an dieser Stelle wollen wir dann wieder von der Wand uns um 180 Grad drehen und auf die gegenüberliegende Seite springen, sodass wir da praktisch so eine Art Ping-Pong-Effekt erzielen. Und dazu ziehen wir hier raus und sagen einfach wieder Set Actor Rotation. Und diese Actor Rotation, die setzt sich dann wiederum zusammen aus verschiedenen Floats. Wir nehmen die Rotation hier mit der rechten Maustaste, splitten das Struct Pin auf und uns interessiert eigentlich nur die Z-Geschichte. So, dann holen wir uns die aktuelle Actor Rotation heraus mit Get Actor Rotation, da haben wir sie auch schon und von unserer aktuellen Actor Rotation benötigen wir ja wiederum nur das Z, das heißt rechte Maustaste, Split Struct Pin. So, das Ganze mit dem 00 immer nur noch mal zur Erklärung. Im Viewport ist das, egal wie wir uns drehen, immer 00 und Z wäre ja praktisch die Drehung nach hinten, weil wir ja fest gebündelt sind in unserem BP Third Person Character und deswegen hat uns das Ganze mit der 00 hier nicht zu interessieren. So, jetzt wollen wir das Ganze drehen in Z, das heißt wir ziehen raus, dann ein Plus und dann also praktisch ein Add. Dann sagen wir wieder 180 für 180 Grad und das geht in die New Rotation Z hinein. So, dann kompilieren wir mal zwischenzeitlich. Und jetzt müssen wir unserem Character einfach noch den richtigen Schwung mitgeben. Das machen wir über Launch Character, das hatten wir zuvor auch schon mal. So, Launch Character und dementsprechend hier oben unter Character, Launch Character. So, jetzt werde ich das Ganze ein bisschen runterschieben, weil mir das Ganze ein bisschen zu eng wird und das ziehe ich jetzt raus. Und jetzt benötigen wir sozusagen, Target sind wir selber, eine gewisse Launch Velocity. Gut, und die bekommen wir einfach, wir holen uns unseren Forward Vector mal raus mit Get Actor Forward Vector und diesen Forward Vector, den multiplizieren wir einfach mal, der ist ja Einheitsvektor Unit 1 und das sagen wir einfach mal Multiply, das ist natürlich auch wieder so eine Trial- und Error-Geschichte, das musst du einfach ausprobieren. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt damit und dann rechte Maustaste to float und dann das Ganze einfach mal 1000. Das hat mir praktisch 1 mal 1000 ist 1000 haben an dieser Stelle. So, und dann wollen wir das Ganze noch addieren und zwar haben wir in unserem Character Movement, da haben wir das ja auch selber eingestellt, da gibt es eine sogenannte Jump Z Velocity. Die haben wir aktuell auf 1200 cm pro Sekunde und dieser Jump Z Velocity bedienen wir uns jetzt. Und die bekommen wir üblich aus unserem Character Movement und dann gehen wir raus und sagen Get Jump Velocity und da haben wir das schon Get Jump Z Velocity. So, dann ist das beides schon mal da und dann möchte ich diese beiden Geschichten addieren. Das heißt, ich gehe raus, ich mache hier ein Multiply, nein, ein Plus möchte ich machen, ein Add und dann werde ich das hier unten einfach mal aufsplitten, rechte Maustaste, Split Struct Pin. So, und uns interessiert nur das aktuelle Unit mal 1000 und das heißt plus x0, also immer das, was da war, 0 dazu addiert, y wird 0 dazu addiert und in z wollen wir unseren eigentlichen Schwung haben, den wir ja von unserem Jump so gewohnt sind. Und das Endergebnis geht hier in die Launch Velocity hinein, xy wie gesagt bleibt unberührt, aber den z-Override, den erlauben wir uns, weil wir hinten da die Jump Z Velocity übers Character Movement mitgeben. So, das war es jetzt schon mal an der Stelle und jetzt müssen wir das Ganze lediglich noch in unsere Jump-Geschichte, unsere EA oder IA Jump, also in die Enhanced Input Action
IA Jump implementieren oder einbauen, und dazu suchen wir uns die gleich. Die war ja hier daneben, das bedeutet, ich habe sie hier auch schnell gefunden. Natürlich jeder andere Weg geht genauso, man kann ja hier sozusagen beim Graphen, Event Graph, das Ganze öffnen und hier per Doppelklick würden wir dann ebenfalls wieder an dieser Stelle landen, weil es wird ja langsam schon ein wenig viel. So, gut, jetzt haben wir das hier aktuell ja schon mal verknüpft mit unserer Geschichte ist Crouching, weil dann wollen wir uncrouchen, das heißt, wir sind auch in der Lage, mit unserem Player aus der gecrouchten Position zu springen, um dann wiederum in die gecrouchte zurückzukehren, und jetzt müssen wir da noch ein wenig zusätzliche Sachen veranstalten. Das heißt, wenn wir nicht crouchen, dann sind wir hier false, und das heißt, wir können hier nochmal rausziehen. Wir machen hier nochmal einen Branch, und wie du dich erinnern kannst, wir haben ja beim Wall Slide eine neue Variable eingeführt. Wenn der Player praktisch eine Wall getraced hat, dann ist Wall Sliding nämlich true. Das heißt, wir gehen hier rein und fragen dann einfach noch, also wenn wir nicht crouchen, wir sind false beim Crouchen, dann fragen wir ab, sind wir Wall Sliding oder nicht? Und wenn wir nicht Wall Sliding sind, dann können wir hier mal die Steuerung-Taste drücken und ziehen das ganz bequem nach unten. Dann sind wir hier schon mal false. Und an der anderen Stelle, wenn wir Wall sliden, dann wollen wir unsere Wall Jump Event Geschichte ausführen. Das heißt, wir geben hier einfach mal ein Wall Jump Event. Jetzt müssen wir aufpassen, genau das wäre nämlich die BPI-Funktion. Und da geben wir hier Wall Jump Event ein. So, das wäre jetzt praktisch die Aufsplittung. Wir haben hier nur zusätzlich bei False einen Branch eingebaut mit der isWallSliding, und wenn das True ist, machen wir den WallJump Event per Doppelklick. Das ist das, was wir gerade noch zuletzt erledigt haben, und damit sollte das Ganze dann auch schon funktionieren. Gut, jetzt werde ich das Ganze auch ein bisschen rüberrutschen. Dann können wir das Ganze hier mal selektieren. Dann machen wir ein C und dann geben wir hier einfach mal ein WallJump. Dass wir wissen, das ist unsere Walljump-Geschichte, und den Event-Tick, den können wir uns dann später auch mal an eine andere Stelle positionieren. So, dann sollte das Ganze jetzt eigentlich erledigt sein. Jetzt müssen wir lediglich noch Komponenten mit einem Tag versehen, und der nennt sich dann Walljump. So, gut, den können wir uns gleich mal im Zwischenspeicher holen. Ich denke, wir machen einfach mal Steuerung C, da haben wir das schon mal drin, und dann versuchen wir das Ganze mal. Zwischenzeitlich gehen wir mal auf den Level, und ein Save All kann nie schaden, und jetzt müssen wir eigentlich an der Stelle einfach mal so ein kleines professorisches Walljump-Szenario aufbauen. So, und jetzt heißt es wieder Supergrid, denn was wäre besser geeignet für ein kleines Prototyping-Walljumping-Szenario? Gut, und dazu gehe ich hier einfach mal in meinem Content, dann suche ich mir mein Supergrid und dann dementsprechend das Starter Pack, und dann haben wir hier gehabt diesen Source Folder, und dann gab es den New, wo dann diese Geschichten drin sind, zum Beispiel Supergrid Box Centered oder Supergrid Box, in dem Fall nämlich die Box. Bitte darauf achten, dass Default bei mir 500 sozusagen hier selektiert ist hier oben, und dann nehmen wir die ganz normale Standard Supergrid Box und schieben die einfach mal bei 500 hier hin. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich hier wieder die Geschichten mit Size und so weiter nicht selektiert habe, und ich möchte ja auch sauber aufliegen. So, bei den Supergrid Boxen, da haben wir jetzt auch die 500, da habe ich aber das Problem, dass ich ja praktisch um einen kleinen Bruchteil nach drüben bin, wie du erinnern kannst. Das eine ist 1 Meter, ich rutsche das einfach mal ein bisschen mittig ran. Ich habe diese Box gewählt, weil ich die einfach schön sauber nach oben ziehen kann. Das bedeutet, ich fahre jetzt hier ein bisschen raus, und jetzt ziehe ich die einfach mal schön weit hoch, und dann werde ich die ganze Geschichte einfach mal ein bisschen mit Abstand betrachten. Gut, an der Stelle würde ich sagen, markieren wir uns dieses Prototyping Supergrid Box mit einem anderen Material. Das bedeutet, wir suchen uns natürlich ein Material raus. Wir haben das Starter Pack, wir haben die Materials im Folder, und dann, glaube ich, war es unter Palette, unter Grids gibt es sozusagen auch ein Supergrid Walkable. Gut, das können wir jetzt einfach mal hier reinziehen. Mal sehen, wir haben hier so Fußspuren drauf. Du kannst auch was anderes wählen. Ich möchte einfach nur vom Prototyping her sagen, hallo, das ist was, wo ich meinen Walljump ausführen kann. So, dann hier Alt-Taste. Ich dupliziere das Ganze einfach mal ein bisschen durch, und dann gehe ich hier einfach mal so ein schönes Stück weiter nach oben.
Gut, jetzt an der Stelle kommt jetzt mein Tag zum Vorschein, das heißt ich selektiere, das habe ich ja schon selektiert, ich gebe hier einfach mal ein, weil jedes Static Mesh, was du in den Viewport ziehst, in den Level, ist automatisch ein Static Mesh Komponent. Und dadurch haben wir hier auch die Chance, ganz explizit für jeden Einzelnen zu sagen, hier unter Actor Tags, und da machen wir das Plus, und ich habe es ja noch im Zwischenspeicher, Steuerung V, Wall Jump. Und das gleiche mache ich hier drüben, ich selektiere diesen hier an, dann sage ich Plus und dann hier unter Tags Index 0 einfach Steuerung V und Wall Jump. So, dann saven wir das Ganze mal ab und jetzt können wir das auch schon ausprobieren. Das heißt, wir machen mal die Taste Play. Ich hebe mir das Ganze hier mal auf. Ich habe meinen Armreif, ich habe mein Symbol im UI und jetzt springe ich einfach mal raus. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Also mit A rüberlaufen und dann die Space-Taste. Aber ich komme nicht weit genug rüber, glaube ich. Da muss ich nochmal schauen. Aber ich denke, dass die Perspektive generell etwas schlau gelöst ist von mir, weil ich erstmal den Camera Boom natürlich sofort wieder auf 550 setze, damit ich das Ganze auch besser begutachten kann. So, dann speichern wir das ab, Camera Boom wieder zurück auf 550 und eventuell sind die Dinger ein bisschen weit auseinander und auch ein bisschen zu hoch gehalten. So, jetzt einfach nochmal ein Test, das heißt, wir nehmen natürlich unser Icon auf, weil das wäre ja nicht sinnvoll, wenn wir keinen Wall Jump haben und dann einfach die Space-Taste drücken. Wir sehen, wir sliden nach unten, wir werden immer schneller und dementsprechend, wenn wir nur die Space drücken, wir haben jetzt die A nicht mit dabei, ich komme sogar bis rüber oben auf dem Pfosten, das heißt, wenn ich jetzt hier bin, dann slide ich und dementsprechend kann ich natürlich auch noch mit den Tasten mitspielen, aber dann macht es das Ganze ein wenig komplizierter. So, sieht so aus, als würde es funktionieren. Ich mache nochmal den Test, ich gehe noch einmal auf Play und dann nehme ich mir mal das Icon mit und dann dementsprechend werde ich da einfach mit der Space-Taste versuchen, hier hinauf zu climben. So, prima, das klappt an der Stelle. So, nochmal kurz zum Überblick bewahren. Wir haben hier praktisch einen Event-Tick, wo wir dann fragen, ob wir unser Wall Jump Pickup bereits besitzen. Dann, wenn wir fallen, das heißt, wenn wir in der Luft sind, das heißt auch im Sprung, dann soll auch unser Wall Slide ausgeführt werden. Der trace ganz leicht nach vorne, damit unser Backjump auch sauber funktioniert. Wie gesagt, ein Feintuning, Einstellung, Notwendigkeitssystem an dieser Stelle. Und dann fragen wir ganz simpel ab, haben wir jetzt einen Hit, also True, False, und wenn wir einen haben, dann geht es weiter, ob der Tag Wall Jump vorhanden ist und dementsprechend können wir natürlich allen Meshes oder sonstigen Actors einen Tag Wall Jump geben, sodass das ganze System immer noch funktioniert, wenn wir uns von unserem Supergrid lösen. So, wenn das True ist, sagen wir is Wall Sliding True und dann drehen wir den Actor zum ersten Mal um 180 Grad und dann machen wir einen V-Inter-P to Constant, wo wir das Ganze dann immer schneller werden lassen, nach unten hin, wenn er slidet, damit man das auch irgendwann versäumt. Gut, und zu guter Letzt wird dann einfach in unserem Event Jump das Ganze dann ausgelöst über Wall Jump Event. Wir setzen die Rotation wieder auf 180 und dann geben wir dem Launch Character einen Launch Velocity von unserer Jump Set Velocity von unserem Character Movement, mit dem wir ja zuvor schon eingestellt haben. So, gut, das war's jetzt an der Stelle. Ich mache nochmal einen Beta-Durchgang, das heißt, ich hole mir das Ganze nochmal und dann springe ich hier entgegen und dann immer die Space-Taste. Man sieht, wir können auch sliden und dann einfach nur ganz leicht die Space-Taste und wenn wir zu lang warten, dann werden wir einfach immer mehr an Geschwindigkeit dazu gewinnen. Das heißt, es wird immer ein bisschen schwieriger hier exakt zu arbeiten, aber im Endeffekt funktioniert das Ganze. So, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht, war nicht so einfach dieses Mal und über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.